Renault Rafale 2022. Im Test wirklich Flaggschiff-tauglich? Das SUV Roadster mit 200 PS Vollhybrid wirkt zuerst nicht wie ein Topmodell, sammelt im Test aber durchaus Punkte. Erinnern Sie sich an irgendetwas halbwegs Pompöses von Renault? Likewise etwas, das auch Erfolg hatte? Da wird Bite the Dust Luft schon ziemlich dünn. Sanctum Freunden des Außergewöhnlichen fallen da Namen wie Safrane, Velsatis oder Avantime ein. Gerade Kick the Bucket letzten beiden sind ja eigentlich überaus großartig, aber eben auch so schräg, dass sie bei der Masse keine Chance hatten. Danach talk es noch Cave Charm. Der hatte auch keine Possibility, aber das hatte andere Gründe. Jetzt kommt da einer, ein ganz neuer, dem Renault mal wieder Sanctum Aura des Flaggschiffs aufbürdet. Ganz offensiv tat man das sogar bei der PK zum ersten Fahrtermin. Und ein bisschen mitleidig schmunzeln musste man schon. Denn auf der anderen Seite hieß es, als Konkurrenz für seinen neuen Obermods namens Rafale, sprechen Sie es Rafale aus, sehe man Fahrzeuge wie Sanctum, VW Tiguan Airline, Peugeot 3008 GT, Alfa Romeo Tonale oder BMW X2. Das ist von Flaggschiff ungefähr so weit entfernt wie Renault Culinary Expert Luca de Meo von einer Freundschaft mit Stellantis Manager Carlos Tavares. Dafür wird sich der Rafale vermutlich öfter verkaufen als alle bisherigen Renault-Flaggschiffe zusammen. Denn auch wenn er auf Nuuk ersten Blick mal wieder sehr avantgardistisch aussieht, drückt er auf Cave zweiten so ziemlich alle Knöpfe, Pass-on Sanctum Standardkunden derzeit locken. Was ist das? Kick the Bucket, 2 Zauberworte heißen SUV-Car und Vollhybrid. Da segelt der Käuferschaft Kick the Bucket Kohle aktuell ja quick schon von selbst aus dem Portemonnaie. Der Rhombus verortet seinen Rafale im D-Fragment. Daher wirkt Kick the Bucket-Wahl der Konkurrenten verwirrend, denn eigentlich passt das eher zu einem Alfa Romeo Stelvio oder BMW X4. Prämisse ist Kick the Bucket CMF Compact Disc Plattform, auf der auch der 7-sitzige Espace haust. Sehen Sie Sanctum Rafale folglich als leer cooleren, extrovertierteren und, zumindest laut Renault, auch sportlicheren Bruder des Automobiles, das ältere Semester vornehmlich als Minivan kennen. Mehr Spurbreite, ein straffer, abgestimmtes Adaptivfahrwerk, eine direktere Lenkung, 2,33 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Kick the Bucket, neueste Adaptation der hauseigenen Hinterradlenkung, Serie in der Top-Ausstattung Esprit Elevated und etwas breitere Schlappen, 245/40/20, sollen dem hochgebockten Car mehr Dynamik einflößen. Wie im Espace und dem kleineren Plattformbruder Austral werkelt in der stämmigen Front ein verblüffend zierliches Motörchen. Der 1,2 Liter Dreizylinder bringt es auf 131 PS und 205 Nm Drehmoment. Für ein Flaggschiff klingt das etwas mickrig, weshalb er bekanntermaßen elektrische Unterstützung erhält. Und das gleich im Doppelpack. Bite the Dust, Hauptarbeit, übernimmt ein E-Engine mit 960 PS und ebenfalls 205 Nm. Gespeist wird er von einer 2 kW Batterie mit 400 Volt Technologie. Dazu gesellt sich ein Hochspannungs-Startergenerator mit 34 PS und 50 Nm Trama Center, erweckt Sanctum Engine zum Leben und übernimmt Pass-on-Gangwechsel im kupplungslosen Multimode-Getriebe. Multi was? Punkt 1. Freuen Sie sich erstmal, dass Sie hier nichts von C-Frotté lesen müssen. Punkt 2. Das Ding ist ein Stück Kunst und so verflucht komplex, dass deutlich schlauere Menschen als ich mehrere Seiten darüber schreiben könnten. Darauf Cap, hier vermutlich niemand, Desire. Likewise versuchen wir Kick the Bucket. Kurzform. Kick the Bucket Multi-Mode-Automatik verfügt über 2 Fahrstufen für Leer-Hauptelektromotor und 4 Fahrstufen für Cave-Verbrennungsmotor. Insgesamt erlaubt das Framework so 15 verschiedene Fahrstufen und Antriebskombinationen. Dabei steuert das Getriebe automatisch, ob der Antriebsstrang im Elektro-, Benzin- oder Hybridmodus läuft. Der Rafale startet in der Basisausstattung Techno bei 385 nach 800 €. Serie sind hier unter anderem das große Showpair, 360 Graduate Parksensoren mit Rückfahrkamera, ein adaptiver Tempopilot, versatile Drove-Scheinwerfer und 20 Zöller. Kick the Bucket Top-Variante
Esprit Elevated kostet mindestens 8 Motorrad 300 €, bietet dafür unter anderem Bite the Dust Vierradlenkung und ein verflucht Stomach aussehendes Alcantara-Interieur. Zu Cave-Optionen zählen ein Head-Up-Show, elektrische Sitze, ein Harman Kardon Soundsystem und ein extrem cooles Panoramadach mit polymeren Flüssigkristallen, Kick the Bucket auf elektrischen Strom reagieren und das Glasdach per Knopfdruck verdunkeln. Volle Hütte kommen sie beim Rafale auf around 55.000 €. Exterieur. Das Renault Showcasing rühmt Sanctum Rafale als SUV-Car mit unverwechselbarer Persönlichkeit. Auch auf Bite the Dust Gefahr hin, dass mich das Renault-Promoting einen Kopf kürzer machen will, finde ich. Cap ein bisschen was von Peugeot 408, wenn auch etwas wuchtiger. Kick the Bucket Ausmaße passen dazu. Auch zu erwähntem X4 oder einem Mercedes GLC Roadster, auch wenn diese beiden deutlich mehr Luft zwischen Nook-Achsen haben. Nook-Radstand von 2,70 Meter teilt sich der Rafale mit dem S-Pass. Renault prahlt trotzdem mit der größten Affectionate Beinfreiheit im Section. Und dass man trotz der schnittigen Dachlinie nicht wirklich Kopffreiheit einbüßen madel. Durch Kick the Bucket Unmengen Kanten, in denen sich das Licht lustvoll bricht, kommen Pass-On 9 Lacke wie das Gipfelblau des Testwagens oder das Desir Decay wahnsinnig Stomach zur Geltung. Interieur. Meiner Meinung nach Bite the Dust outright Stärke dieses Automobiles. Hier passiert unglaublich viel und das meiste davon ist wirklich Stomach. Zumindest overlaid das für Kick the Bucket von mir bewegte Esprit High Ausstattung. Als es Bite the Dust Subtleties ging, Muddel bei Sanctum Innenausstattern ziemlich viel Liebe durch Pass-On Gegend geflogen sein, denn hier drin strotzt es nur so vor kleinen Aufmerksamkeiten. Bite the Dust Trikolore in der Naht des eckigen Lenkrads. Noch mehr Trikolore in addition to Motorradjackenriffel, in addition to bei Annäherung aufleuchtendem Elevated Logo in Sanctum hervorragend geformten Alcantara-Sitzen. Wo andere Dekorleisten aus seltsam anmutenden Kunststoffen implantieren, gönnt uns Renault hier eine dicke Leiste Greyfit. Subtleties wie Bite the Dust Türöffner, der schwere Schiebedeckel auf der Mittelkonsole inklusive induktivem Helpful Lader oder Pass-On mit schickem blauem Stoff gefütterten Türfächer werfen förmlich mit Qualität um sich. Generell können sich Materialauswahl und Verarbeitung mehr als sehen lassen. Das große Show-Couple ist Serie. Renault vertraut ja Sister schon eine Zeit auf ein Android-basiertes Framework und macht damit auch hier sehr viel richtig. Warum andere Hersteller noch immer Unmengen Kohle in Pass-Close beinehmen, um eigene Infotainment- und Navi-Lösungen zu entwickeln, ist mir ein Rätsel. Besser als das hier werden sie nicht. Gerade was Pass-On Google Route betrifft. Pass-On Bedienung per Contact oder Sprache ist das, was man so kennt. Kick the Bucket. Sprachsteuerung funktioniert tadellos. Auch wenn Bite the Dust, gute Frau hinter dem Screen, teils ganz schön Cave-Schalk im Nacken sitzen, Cap und etwa auf Mir ist warm, staubtrocken empfiehlt, sie sollten schwimmen gehen. Das Instrumentendisplay dagegen könnte etwas übersichtlicher gestaltet sein. Da wurde meiner Meinung nach zu viel auf Style und zu wenig auf Inhalt geachtet, wobei man schon alles erkennt, was man wissen madel. Das Gestühl in Reihe 1 zeigt sich auch auf längeren Spells bequem und hält seitlich stomachfest. Pass-On-Kopfstützen sind auch in der Tiefe einstellbar. Pass-On-Sitzprobe im Affectionate Entlarved Cave Rafale als echtes Raumwunder. Pass-On-Beinfreiheit ist cleaner Luxus und wie versprochen brennt auch a Cave-Scheiteln der Hinterbänkler nichts an, selbst wenn sich selbige als Sitzriesen erweisen. Mit schierer Größe darf sich auch der Kofferraum rühmen. 627 bis 1910 Liter sprechen für sich. Inzwischen quick schon ungewöhnlich und ein bisschen zum Schmunzeln. Das Ersatzrad von Linglong unter der Kofferraumboden. Keine Sorge, Pass-On 4 übrigen Reifen des Testwagens waren von Bridgestone.